Hier im ICM der Messe München sind wir auf dem Event für die Strategie 2026 bis 2031. Ein großes internationales Meeting mit allen Mitarbeitenden der Messe München, inklusive aller Tochterfirmen, zusammengeschaltet in einem großen Event. Und da geht es darum, allen Mitarbeitenden die Strategie für die nächsten 5 Jahre zu zeigen in einem wachsenden Markt. Hallo, ich bin Malte, ich bin der Eventregisseur auf diesem Event und komme aus Potsdam. Meine Aufgabe hier speziell ist, während des Events die Ablaufregie zu machen, aber eben auch im Vorfeld war ich sehr lange schon involviert in der Vorplanung, Abstimmung mit Medien, mit Ablaufstruktur und dann auch die Entwicklung des Probenplans. Die Zusammenarbeit mit Neumann Müller war partnerschaftlich, sehr proaktiv und als Kreativpartner auf jeden Fall sehr angenehm, wobei der eigentliche Entstehungsprozess der ganzen Event-CI zwischen der Messe München und Neumann Müller direkt stattgefunden hat. Mein Name ist Kilian Lau, ich bin Projektleiter bei Neumann Müller und bin seit knapp 10 Jahren hier im ICM-Büro tätig. Wir sind als Servicepartner betraut mit sämtlichen Gewerken, Audio, Video, Licht, Rigging und in dem konkreten Fall kommt eben der gesamte Content auch noch von uns. Wir haben hier ein 180-Grad-Set mit 3 großen Soft-Edge-Projektionen, die jeweils aus einer Zweier Soft-Edge bestehen und 2 Hochkant-Leinwänden und kommen so auf eine Projektionsbreite von ca. 47 Metern. Das Konzept, die technische Planung und Umsetzung stammt aus unserer Hand und ist quasi in enger Abstimmung mit der Regie, dem Kunden, also der Messe München und Content-Abteilung, also Digital Media, entstanden. Ich war von Anbeginn an einbezogen in den Prozess der Bühnengestaltung und danach auch in den Prozess der Ablaufgestaltung. Das heißt, wie werden die Themen im Ablauf eingebracht, welche Reihenfolge, wo setzen wir welche Akzente und habe da sowohl mit dem Team der Messe München als auch mit Neumann Müller immer in einem sehr engen Austausch gestanden. Also zuallererst fängt das Ganze meistens damit an, dass die Location visualisiert wird und das passiert häufig dann auch mit den Projektleitern zusammen, um auch herauszufinden, wie das Bühnensetup am besten gestaltet wird, wie die Screens angeordnet werden. Ich bin Ilja und habe bei der MMG-Veranstaltung die Vorvisualisierung des Raumes und der Bühne gemacht und bei den Inhalten mitproduziert. Content ist mittlerweile, gerade bei solchen Shows wie hier, wo wir, wie man es im Hintergrund ja auch sieht, sehr große Flächen haben, auf jeden Fall ein Stilmittel, was mindestens genauso wichtig geworden ist wie das Licht bei so einer Veranstaltung und damit auch ganz klar Stimmung setzen kann, Inhalte vermitteln kann, aber eben auch den Rahmen sehr gut aufnehmen kann. What is the future of trade fairs? How will AI transform exhibitions? Where are global exhibitions expanding? Are physical trade shows still relevant? What makes a successful exhibition tomorrow? Hamburg, new splendor for the Congress Center. Besonders bei dem Projekt ist natürlich, dass die gesamte Projektionsfläche auch den gesamten Blickwinkel des Zuschauers einnimmt und man darauf achten muss, dass gewisse Elemente nicht zu groß sind und auch aufgenommen werden können. Weitergemacht haben wir dann anhand des Corporate Designs, anhand der Firmenfarben und auch des visuellen Designs des Logos, wo wir dann ausgearbeitet haben, wie können die Inhalte in ihrer Optik aussehen, was sind wiederkehrende Elemente, wie zum Beispiel die Würfelelemente oder auch diese schrägen Flächen. Die größte Herausforderung ist die Umsetzung der ganzen Zuschalten, technisch gesehen, und mitunter halt auch dieses Set so zu designen, dass es von den Sichtachsen passt, dass quasi ein privates Setting entsteht, wo die Geschäftsführung und der Moderator auch mit dem Publikum interagieren können. Ich muss noch ganz kurz warten, denn ihr seid Quality Ambassadors. Die Inhalte und die Vorvisualisierung in Echtzeit auch anschauen zu können, bringt natürlich den großen Vorteil, dass wir besonders schnell zu Endergebnissen kommen. Ich erhoffe mir von der Veranstaltung, dass die Messe ihre Message an die Mitarbeiter weitergeben kann und ihr neues CI präsentiert und eben quasi die neue Strategie und die Ziele für die nächsten Jahre der Messe München vorstellen kann.
Die Veranstaltung hat hier einen sehr, sehr guten Rahmen, auch durch das Zuschalten der ganzen internationalen Tochtergesellschaften, allen Mitarbeitenden der Messegesellschaft, sowohl im In- als auch im Ausland zu zeigen, wie groß diese Firma ist, wie groß das Unternehmen ist, von dem sie ein Teil sind. Und gerade durch die großen Medienflächen auch eine gute Art, das, sage ich mal, von der Live-Wahrnehmung dann auch schön wahrzunehmen und rüberzubringen.